mal lange als Kind Radiomoderator werden, und später, Apotheker. Also, es ist ganz was anderes geworden. Ich bin die E-Commerce-Managerin, bei Pier 14 und mit die meine ich auch die einzige im Bereich E-Commerce, die wir momentan haben. Vielleicht ein paar Worte zu Pier 14. Pier 14 ist ja, ein Familienunternehmen, das seit über 30 Jahren besteht. Und aktuell haben wir, auf der Insel und auch in Kühlungsborn 16, Modestores, oder Lifestyle-Stores, wie wir viel lieber sagen wollen. Und jetzt seit Neuestem, warum ich jetzt hier sitze und davon spreche, ist im Prinzip, dass wir seit einer ganzen Weile schon daran sitzen, diese ganze Pier 14 Lebenswelt eben auch, online zu transferieren mit unserem eigenen Webshop. Und, da kommt dann eben auch AX Semantics ins Spiel, weil wir, das alles noch gerne anreichern wollen. Da sind wir jetzt auf dem besten Wege. Es werden 3 Aspekte wichtig werden. Das ist einmal die Bildwelt natürlich. Wir haben 'n richtig super cooles Fotostudio, wo wir unsere Produkte, fotografieren können. Auch das größtenteils vollautomatisch. Aber das ist eigentlich so die Pflicht. Und die Kür ist, dass wir die Bildwelten eben auch, mit Kampagnenbildern unterstützen, dass man quasi den Webshop betritt und dann gleich, denkt und in diesem Urlaubsgefühl wieder ist und sich auch in der Bildwelt wiederfindet. Das andere ist natürlich auch, dass wir eben unsere Mode wirklich toll kuratieren, dass wir sagen: „Okay, wir kaufen nach Outfits ein.“ Und da auch das müssen wir, oder wollen wir noch im Web transportieren, dass man wirklich Outfit-Ideen hat, dass man Look of the Weeks hat. Und das Dritte ist natürlich auch der Text, unserer Produkte, unserer Webseite, dass wir nicht nur schreiben, ich bleibe mal beim Alpaka-Pulli hier, der ist besonders wärmend und, hat ein tolles Material und ist kuschelig im Sommer wie im Winter, sondern dass wir vielleicht auch noch sagen: „Mensch, mit diesem Alpaka-Pulli, ähm, kannst du super gut an der Promenade Heringsdorf flanieren. Der taugt zum Spazierengehen wie zum Essen gehen in einem unserer Restaurants.“ Und da kommt AX Semantics ja ins Spiel. Dass quasi, alles möglichst vollautomatisch passiert. Das war die große Vision. Es ist auch immer schwer, hier Leute oben, Mitarbeiter zu rekrutieren. Ich glaube, das ist überall schwer, aber hier oben im Nordosten, gerade junge Menschen abwandern, ist es einfach sehr schwer. Und deswegen war, glaube ich, von Anfang an klar, einfach weil es Sinn macht, aber auch wegen der Mitarbeitersituation, auf ganz viel Vollautomatisierung Wert zu legen. Ist halt das Ganze, was hinten dran hängt von, Ware kommt rein, muss erfasst werden, wird fotografiert, wird vollautomatisch die Bilder werden im Webshop hochgeladen. Wenn etwas verkauft, muss es direkt aus dem Kassenbestand gehen. Halt diese ganzen Sachen. Das ist eben so das, was es sehr aufwendig macht und aber eben auch spannend macht. Also, ich glaube, wir sind da wirklich großer technischer Vorreiter hier auf der Insel. Das, was P14 macht, ist ja noch 'n ganz anderes Level. So durchdacht und automatisiert, wüsste ich keinen auf der Insel, der das so macht. Und, sei es jetzt Textautomatisierung oder aber auch dieses Fotostudio, was wir haben, was irgendwie auch seinesgleichen sucht. Wir waren sehr stolz, und das war so 'n bisschen auch der Ritterschlag, als uns die Otto-Gruppe anrief und meinte: „Ah, wir haben gehört, ihr habt 'n cooles Fotostudio, dürfen wir uns das mal angucken?“ Und, da konnten wir das irgendwie gar nicht glauben, dass sie A davon wissen und B, ja, auf so kleine Player wie uns auch gucken und das interessant finden. Das war bei uns nicht so, weil Automatisierung ist immer ja auch, einfach, Zeitersparnis, Effizienz. Ich glaube, so nehmen wir uns das wahr und ich glaube, alle anderen, im Unternehmen, die beschäftigen sich in dem Maße gar nicht, sondern, sind wir in der glücklichen Position, dass sie da vertrauen. Und ich glaube, es wurde bisher auch noch nicht als negativ wahrgenommen, sondern eher als, okay, das wird vieles leichter machen. Hier ist es vielleicht sogar noch umgekehrt. Dadurch, dass vielleicht nicht alle so sehr in den technischen Themen
drinne stecken, aber das Vertrauen auf Technik schon relativ groß ist, denken viele immer noch, du musst nur auf den Zauberknopf drücken. Das verstehen die wenigsten und sagen nur: „Ah ja, Online-Shopping mache ich auch manchmal so.“ Das sind so die Antworten, die man bekommt. Ich merke manchmal immer, ich bin auch schon 'n bisschen retro. Das wenn ich so dran denke, meine ersten Online-Projekte da, wo man so Video auf Webseiten eingebunden hatte und da war man ganz aufgeregt und dachte so: „Boah, das geht jetzt.“ So, das hat man ja schon alles irgendwie begleitet und, ich hatte aber auch schon immer 'ne Leidenschaft dafür und bin, glaube ich, auch 'n bisschen nerdy und, freue mich, wenn Sachen cool funktionieren und Usability gut ist und, freue mich über neue Technik, habe da, glaube ich, auch 'n Spieltrieb, will das dann auch immer verstehen und, alles wird leichter und aufregender und schneller und, aber man hat ja dadurch auch große Chancen, ne? Wie jetzt durch AX Semantics, das ist natürlich auch 'n super cooles Tool und, was einen den Arbeitsalltag ganz doll erleichtert und, es macht einfach Spaß, sich in so was reinzufummeln. Ja, also ich glaube, was ich, jungen Frauen mitgeben möchte und kann, ist natürlich kann man irgendwie auch alles machen, aber und schaffen, aber man sollte neugierig sein. Man sollte nicht gleich aufgeben. Ich glaube, ähm, bei mir ist es auch so, man muss sich viel viel reinfummeln, viel reindenken, 'n bisschen Wissen aneignen, nicht entmutigen lassen, sondern einfach loslegen, einfach gucken, was was können diese technischen Lösungen und, sich da 'n bisschen reinfummeln. Ich glaube, wenn man da langen Atem hat, kann man irgendwie alles schaffen. Digitales ist mein Ding.